Das ist Max. Er hat Rückenschmerzen. Hypnose hilft ihm, sein Leiden zu verringern. Wie das funktioniert, erfährst du in diesem Video. Was ist denn eigentlich Hypnose? Hier gibt es viele Definitionen und leider auch viele Vorurteile. Manche befürchten zum Beispiel Willenlosigkeit oder dass man unter Hypnose Dinge tut, die man eigentlich nicht tun möchte, wie bei der Schurhypnose. Bei der therapeutischen Hypnose, um die es in diesem Video geht, steht jedoch immer das Wohl des Patienten an erster Stelle. Die Begriffe Hypnose und Trance werden umgangssprachlich oft gleichgesetzt. Genau genommen ist Trance aber ein Zustand, während Hypnose den Vorgang oder Prozess bezeichnet, um in diesen Zustand zu kommen. Hypnose hat auch gar nichts mit Esoterik oder Mystik zu tun, sondern ist als Heilmethode wissenschaftlich anerkannt. Trance ist ein ganz natürlicher Zustand, in den wir uns sogar mehrmals täglich begeben, ohne es zu merken. Das nennt man dann die Alltagstrance. Wenn du zum Beispiel mit dem Auto zur Arbeit fährst und dich hinterher nicht mehr im Einzelnen an den zurückgelegten Weg erinnern kannst, bist du wahrscheinlich in Trance gewesen. Trance bezeichnet also nichts anderes als einen veränderten Bewusstseinszustand, in dem äußere Einflüsse nur eingeschränkt wahrgenommen werden. Man kann auch sagen, der Fokus der Aufmerksamkeit wird nach innen gerichtet oder eben nur auf eine bestimmte Sache. Idealerweise ist dies mit einem besonderen Wohlgefühl, Entspannung und Gelassenheit verbunden. Die therapeutische Hypnose macht sich die positiven Eigenschaften der Trance zunutze. So ist zum Beispiel eine tiefe Entspannung möglich. Eine wichtige Voraussetzung für Heilung, denn viele Krankheiten entstehen ja erst dadurch, dass die Menschen gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Außerdem kann man eine gesteigerte Kreativität erfahren, denn das lineare, logische Denken, das im Alltag nicht unbedingt immer hilfreich ist, tritt im Trancezustand in den Hintergrund und ein eher bildhaftes, nicht lineares Denken ermöglicht neue Einsichten und Lösungen. Darüber hinaus eröffnet die Hypnose durch die Fokussierung nach innen einen Zugang zum Unbewussten und damit auf Erinnerungen, auf die das Bewusstsein sonst vielleicht keinen Zugriff hat. Manchmal kann es notwendig sein, sich an den allerersten Auslöser eines Leidens zu erinnern, um ihn verarbeiten zu können und Heilung zu erreichen. Was ist denn jetzt eigentlich Schmerz und wie entsteht er? Die Frage ist gar nicht so banal, wie sie scheint. Denn Schmerz ist nicht nur ein unangenehmes Sinneserleben als Reaktion auf eine potenzielle Schädigung, sondern wir haben es hier mit einem komplexen System und dem Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Faktoren zu tun, welche die Schmerzverarbeitung und Schmerzwahrnehmung beeinflussen. Man spricht deshalb auch von der Schmerzmatrix. Zum einen sind natürlich physische Faktoren für das Schmerzerleben verantwortlich. Das Gehirn zum Beispiel spielt eine zentrale Rolle. Es gibt aber nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, ein einziges Schmerzzentrum, sondern die Schmerzverarbeitung findet in vielen verschiedenen Bereichen des Gehirns statt. Zu den physischen Faktoren zählt auch die Wirbelsäule, die zusammen mit dem Gehirn das zentrale Nervensystem darstellt. Und wenn es ein zentrales Nervensystem gibt, dann gibt es natürlich auch ein peripheres Nervensystem, das alle Körperbereiche außerhalb des Gehirns und der Wirbelsäule umfasst. Hier spielen die sogenannten Nozizeptoren eine große Rolle. Das sind Rezeptoren, die Schmerzreize aufnehmen und aus der Peripherie an das zentrale Nervensystem weiterleiten. Das Gehirn ist jedoch nicht nur ein passiver Empfänger von Schmerzinformationen,
sondern diese Informationen werden im Gehirn aktiv verarbeitet und beeinflusst. Schmerzinformationen fließen zum Beispiel durch die Wirbelsäule aufwärts zum Gehirn. Gleichzeitig gibt es Aktivitäten des Gehirns, die abwärts fließen und die Informationsübertragung beeinflussen. Und das Gehirn kann Schmerzinformationen aus der Peripherie sogar hemmen. Eine wichtige Rolle spielt auch die sogenannte Sensibilisierung. Das bedeutet, wenn die Nozizeptoren stimuliert werden, zum Beispiel weil einem etwas auf den Fuß fällt, können sie auf ein und dieselbe Stimulation unterschiedlich reagieren. Die Schmerzschwelle kann zum Beispiel sehr niedrig sein, sodass schon der kleinste Reiz als sehr schmerzhaft wahrgenommen wird. Oder sie ist sehr hoch und es dauert ziemlich lange, bis diese Person überhaupt etwas wahrnimmt. Findet nun eine anhaltende Nozizeption verbunden mit Schmerzerleben statt, so verändert dies sogar die Strukturen im Gehirn und beeinflusst damit die zukünftige Schmerzverarbeitung. Man nennt dies Neuroplastizität. Bei Menschen mit chronischen Schmerzen, zum Beispiel Rückenschmerzen, Fibromyalgie oder Phantomschmerzen nach Amputationen, führen diese strukturellen Veränderungen zur Verstärkung ihres Schmerzes und des Leidens. Jedoch kann man sich solche Veränderungsprozesse auch zu Nutzen machen und aufheben oder zumindest abmildern, zum Beispiel mit Hilfe von Hypnose. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Schmerzempfinden durch das Zusammenspiel vieler verschiedener Areale im zentralen und peripheren Nervensystem entsteht, sowie durch Prozesse wie die Sensibilisierung und die Neuroplastizität. Aber das waren noch lange nicht alle Faktoren. Es gibt zum Beispiel noch psychische Einflüsse. Manche Menschen neigen zum Beispiel zum Katastrophisieren. Die sagen oder denken sich dann ständig solche Sätze wie: Mein Schmerz ist so schrecklich, das wird nie nachlassen, ich halte das einfach nicht mehr aus. Es gibt auch bewusste und unbewusste Glaubenssätze wie: Wenn es mir schlecht geht, werde ich von meiner Familie umsorgt. Oder wenn ich Schmerzen habe, kann ich nichts machen. Auch das Erleben von Selbstwirksamkeit beeinflusst den Schmerz. Dazu passt zum Beispiel die Aussage: Ich kann meinen Schmerz beeinflussen und bin ihm nicht machtlos ausgeliefert. Auch das Annehmen der Situation, so wie sie ist, spielt eine große Rolle. Also kann ich sagen, Schmerz gehört zum Leben dazu und ich kann trotzdem alles machen und am Leben teilhaben. Manche dieser Faktoren, vor allem das Katastrophisieren, führen dazu, dass der Schmerz viel intensiver wahrgenommen wird. Und es gibt noch eine Vielzahl weiterer Faktoren, die das Schmerzerleben beeinflussen. Das Gute daran ist jedoch, dass es dadurch auch eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, an verschiedenen Punkten der Schmerzmatrix einzugreifen. Und bereits eine kleine Veränderung kann eine große Wirkung zeigen. Aber wie genau wirkt denn nun die Hypnose bei chronischen Schmerzen? Zum einen wird schon allein durch die muskuläre Entspannung eine, wenn auch nur vorübergehende, Schmerzreduktion erreicht. Denn Schmerz ist mit Entspannung nicht vereinbar. Im Gegenteil, Schmerz erzeugt Anspannung und An- oder Verspannung erzeugen wiederum Schmerz. Entspannung hingegen erzeugt Wohlbefinden. Darüber hinaus kann man durch Suggestionen und innere Bilder Einfluss nehmen auf Prozesse des zentralen Nervensystems, also zum Beispiel die Schmerzübertragung hemmen. Bewusst und willentlich funktioniert dies nicht, aber über innere Bilder können autonome Prozesse im Körper beeinflusst werden. Wir kennen das. Wenn du dir zum Beispiel vorstellst, wie du genussvoll in eine saftige Zitrone beißt, dann läuft dir im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser im Mund zusammen. Und so kann man sich den Schmerz zum Beispiel als eine sehr grell scheinende Glühbirne vorstellen und diesen dann langsam herunterdimmen. Wichtig ist nur, dass der Patient selbst ein passendes Bild aussucht
und dass es ein Bild ist, welches ihn emotional anspricht. Man kann auch im peripheren Nervensystem ansetzen und hier eine Analgesie, also Schmerzausschaltung, erzeugen. In der Zahnheilkunde wird es zum Beispiel schon erfolgreich angewandt, wenn ein Patient aus irgendwelchen Gründen keine Schmerzmittel nehmen kann oder will. Und wenn ein Mensch nach vielen Jahren des Leidens zum ersten Mal wieder Schmerzfreiheit oder zumindest Linderung erleben darf, werden damit auch bestimmte Glaubenssätze entkräftet, wie zum Beispiel „Ich werde diesen Schmerz nie wieder los". Und das kann der erste Stein sein, der eine Veränderung ins Rollen bringt. Dies ist der nächste Punkt, bei dem man unter Hypnose ansetzen kann. Schädigende Glaubenssätze und Gewohnheiten wie das Katastrophisieren abzubauen, zu verlernen sozusagen und mit nützlichen Überzeugungen zu ersetzen, den Schmerz anzunehmen, aber auch als veränderbar zu erleben. Schmerz ist ja in der Regel ein Signal des Körpers für eine potenzielle Schädigung. Aber gerade bei chronischen Schmerzpatienten kann man manchmal feststellen, dass die physische Schädigung schon lange verheilt ist, der Schmerz aber immer noch anhält. Die Hypnose bietet hier durch ihren Zugang zum Unbewussten eine wirksame und schnelle Möglichkeit, die Ursachen psychosomatischer Natur ausfindig zu machen und zu verarbeiten. Natürlich ersetzt Hypnose nicht den Gang zum Arzt, aber sie kann sehr gut parallel zur medizinischen Behandlung eingesetzt werden und den Heilungsprozess beschleunigen. Durch starke innere Bilder wird der Selbstheilungsprozess gefördert. Und hier ist wirklich alles erlaubt, was dem Patienten hilft. Ob er sich zum Beispiel ein kleines Ärzteteam vorstellt, das von innen rund um die Uhr an seinem kaputten Knie arbeitet und dieses repariert, oder ob es eine Gruppe von Engeln ist, die sich um seine Verletzung kümmern, bleibt allein dem Patienten und seiner Fantasie überlassen. Hier gilt nur, je stimmiger das Bild für den Patienten ist, umso größer ist die Wirkung. Besonders für chronische Schmerzpatienten ist es außerdem wichtig, neben den Sitzungen beim Hypnosetherapeuten selbst zu Hause regelmäßig die Hypnose durchzuführen, um einen dauerhaften Effekt zu erzielen und auch in Zukunft ein Werkzeug zu haben, mit dem Sie Ihren Schmerz beeinflussen können. Dies war nun ein kleiner Einblick in die Möglichkeiten der Hypnose. Wenn dein Interesse geweckt wurde, lass dich gerne einmal von einem erfahrenen Hypnosetherapeuten beraten, denn du hast es selbst in der Hand, deinen Schmerz zu verändern.